Ja, wie Sie sehen, stehe ich am Standort der Brauerei Becks hier in Bremen. Und ja, auch wenn das Wetter nicht so schön ist, freue ich mich doch sehr, weil ich gleich ein Interview habe mit Frau Marion Schellin. Und wir werden reden mit Frau Schellin über eine ihrer Projekte, Umgang mit Gefahrstoffen. Wie wird das sichergestellt? Schönen guten Morgen, Herr Brünz. Ich hoffe, Grüße es Sie. geht Ihnen gut und Sie haben eine gute Anreise gehabt. Ja. Im typischen norddeutschen Wetter angekommen, aber so ist das halt, ja. Mein Name ist Marion Schellin, bin verantwortliche Abteilungsleiterin hier am Standort für den Bereich Arbeitssicherheit und Umweltschutz und ich freue mich, dass Herr Brünz den Weg heute zu uns gefunden hat, um gemeinsam mit uns die Vorteile der Varibox über das ganze Thema Chemikalienhandling, Gefahrstoffe, Möglichkeiten zu eruieren. Und ich würde vorschlagen, wir gehen einfach direkt ins Field. Ja, Frau Schellin, hier wird natürlich Bier gebraut, das ist schon klar. Ja, das heißt natürlich, dass das sehr hygienisch gemacht werden muss. Und ich gehe davon aus, dass das natürlich auch mit vielen Reinigungsmitteln zusammengeht. Können Sie mir sagen, um welche Stoffe es geht? Da sind Sie absolut richtig, Herr Brünz. In Abhängigkeit von den einzelnen Bereichen, Produktionsschritten, aber auch spezifische Anforderungen, die wir an unsere Produkte stellen, setzen wir unterschiedliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel unterschiedlicher Zulieferer ein. Dabei werden zum einen Rohchemikalien, aber auch konfektionierte Gemische beziehungsweise auch generell halt saure und alkalische Produkte verwendet. Frau Schellin, wie stellen Sie einen sicheren Umgang mit all diesen Gefahrstoffen sicher? Und können Sie mir auch zeigen, wie Sie das machen? Wissen Sie, Herr Brünz, die Arbeitssicherheit hat für uns stets, für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die höchste Priorität und steht stets im Vordergrund. Aus diesem Grund werden unsere Mitarbeiter auch in Trainings beispielsweise auf die Risiken und auch die Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise den richtigen Umgang und die richtige Nutzung der persönlichen Schutzausrüstung hin unterwiesen. Auf der anderen Seite führen wir aber auch Schulungen durch, wo wir den Mitarbeitern zeigen und interaktiv auch erklären, wie sie beispielsweise die Chemikalienbehälter von A nach B transportieren oder auch richtig anschließen. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir ganz viele Trainings durchführen, bleibt immer ein Restrisiko bestehen, ja, weil beispielsweise man immer in Kontakt mit den Chemikalien kommen kann, wenn etwas nicht sachgemäß halt durchgeführt wird. Und darum bin ich sehr glücklich darüber, dass wir die Varibox einführen konnten. Ja, hört sich doch sehr gut an und kaum zu glauben, was dafür benötigt ist, dass man das so im Griff bekommt. Frau Schellin, was an dieser Methode bei Becks macht es sicherer? Und was ist dabei für Sie das Allerwichtigste? Genau, Herr Brünz. Also einer der Vorteile der Varibox ist es auf jeden Fall, dass ich keine zusätzliche Auffangwanne mehr unter den Gebinden benötige. Ja, weil die Varibox einfach die Auffangwanne bereits inkludiert hat. Das hat zum einen den charmanten Vorteil, dass selbst wenn mal eine Auffangwanne kaputt gegangen ist, ich keine neue Auffangwanne kaufen muss und zum anderen und vielleicht sogar noch fast wichtiger für die Mitarbeiter, der Vorteil, dass sie die Auffangwannen nicht mehr kontrollieren müssen, die müssen nicht mehr gereinigt werden etc. pp., was natürlich entsprechend eine Arbeitserleichterung für unsere Mitarbeiter darstellt. Auf der anderen Seite, und das ist für mich eigentlich der Hauptvorteil für die Varibox, ist, dass die Sauglanze mit der Varibox fest verbaut ist. Ja, ich brauche beim Gebindewechsel nicht mehr die Sauglanze herausziehen, sondern kann einfach nur ganz normal den Click-and-Plug-Adapter draufsetzen und schon ist das System funktionsbereit. Ja, ein weiterer Vorteil der Varibox ist es auch, dass die Varibox so gebaut ist, also sie ist konisch gebaut, dass entsprechend fast eine vollständige Restentleerung geschieht, ja, und ich dann entsprechend den Behälter nicht mehr schräg stellen muss, um dann auch noch die Restflüssigkeit aus dem System herauszubekommen, was auch wiederum einen Vorteil und auch eine Verbesserung für den Arbeitsschutz darstellt. Insgesamt kann ich sagen, dass durch den Einsatz der Varibox die Arbeitssicherheit für unsere Mitarbeiter und der Arbeitsschutz entsprechend für unsere Mitarbeiter gesteigert wurde und selbst der Umgang mit konzentrierten Chemikalien wie beispielsweise Salpetersäure nahezu risikofrei absolviert werden kann.
Ja, das ist eine lange Liste von Vorteilen, die Sie da genannt haben. Genau, aber ich stehe definitiv dahinter. Sehr gut. Ja, für meine letzte Frage, Frau Schellen, sind wir hier gelandet bei dieser Dosieranlage. Und das ist natürlich nicht umsonst. Es ist, habe ich verstanden, einer Ihrer Verbesserungsprojekte. Vielleicht können Sie das mal erläutern. Genau, Herr Bruns. Eines der Hauptaugenmerke für uns ist nach wie vor auch der Einsatz von 200 Liter Fässern, ja, und stellt für uns auch eine große Herausforderung dar. Ja, weil letztendlich, wir müssen einmal schauen, die 200 Liter Fässer stehen auf den Auffangwannen. Die müssen dann natürlich auch irgendwie hinkommen. Ja, und der Mitarbeiter muss die Fässer im Prinzip entweder auf die Auffangwanne draufheben, ja, was natürlich einen ergonomischen Nachteil mit sich bringt, oder schiebt sie rüber. Also alles nicht ganz arbeitssicherheitsmäßig, so wie wir uns das Ganze vorstellen würden. Auf der anderen Seite haben wir hier natürlich auch die Problematik, dass der Mitarbeiter beim Gebindewechsel immer mit der Chemikalie durch den Austausch bzw. Herausziehen der Sauglanze in Kontakt kommen kann, wodurch es dann halt unter Umständen zu Verätzungen kommen könnte. Und deshalb bin ich auch sehr glücklich darüber, dass wir da mit unseren Zulieferern auch in engen Austausch stehen und dass die Firma Varibox auch die neue Innovation auf den Markt gebracht hat. Und da wollen wir jetzt letztendlich diese 200 Liter Fässer auf die Kompaktcontainer 250 Liter von Varibox umstellen. Ja, das hört sich doch gut an. Also wenn Sie es so erläutern, versteht man dann auch sehr gut, dass man so eine neue Entwicklung machen muss und dass es Ihre Wünsche dann auch entspricht. Das auf jeden Fall. Ja, dann bedanke ich hiermit der Brauerei Becks und die Frau Marion Schellen. Es hat mich wirklich gefreut, heute zu lernen über einen sicheren Umgang mit Gefahrstoffen. Toll, wie das gemacht wird hier am Standort in Bremen. Und ja, ich kann nur mich freuen über eine neue Aufgabe.